Hallo Leute, herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE Kanal. Heute mache ich mal wieder was Schnelles, ganz Schnelles, und zwar Tortellini. Aber jetzt nicht irgendeine Tortellini, was ihr schon kennt. Manche machen da alles Mögliche rein. Ich mache es jetzt mal auf meine Art, auf einen Busfahrerart. Jetzt seid ihr gestaunt. Genau. Wartet ab. Nach dem Intro geht's los. Dann könnt ihr mal sehen, wie ein Busfahrer Tortellini macht. Bis gleich. Das sind die einzigsten Zutaten, die ich brauche. Und zwar habe ich jetzt mal hier von Penny diese Tortellini Spinat mit Ricotta geholt. Es gibt die natürlich auch mit Fleisch und so in verschiedenen Varianten. Und ich habe Rinderhack, dann nehme ich nicht das Ganze, davon nur die Hälfte. Das wären dann 500 Gramm sind hier drin, das wären dann 250 Gramm. Und Naturjoghurt. Und natürlich ein bisschen Gewürze. Aber das kommt ja in dem Beitrag, wenn ihr dran bleibt. Es geht los. Ich habe hier schon mal Wasser zum Kochen. Der wird gekocht. Da können wir jetzt aber auch schon mal Salz rein tun. 1, 2 Teelöffel Salz. Pfanne müsste auch schon warm sein. Wir hatten ja gesagt, die Hälfte von dem Hackfleisch. Den Rest können wir einfrieren. So, und dann kennt ihr ja schon meine Idee, wie ich das immer gerne mache. Der wird jetzt erstmal ohne Öl angebraten. Das kann man natürlich in verschiedenen Varianten machen. Vielleicht gibt es ja auch schon jemanden, der das so macht wie ich. Aber ich liebe das so am liebsten. Der hier, der reicht normalerweise für 2 Personen. Ja, steht aber auch nichts dran, für wie viele Personen. Ich mache 2 bis 3 Minuten nur Kochzeit. Wie viele Personen steht gar nicht drauf, wie viel ihr essen könnt. Das sehen wir ja gleich. Wie gesagt, meine Tochter kommt ja auch gleich und dann reicht das schon. Das habe ich oft gemacht, früher, wo die Kinder noch klein waren. Und das ist eigentlich richtig gut. Ich habe hier schon die Gewürze bereitgestellt. Ich habe hier getrocknete Pfefferminz. Die kommt nachher für die Joghurt dran. Dann habe ich schwarze Pfeffer, rote Paprika, Maggi und Salz kommt noch hinzu. Ihr könnt Alternative auch meinetwegen Vegeta nehmen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Ich mache mal hier Cut und melde mich gleich, wenn alles soweit ist. So, es nimmt schon langsam Form an, wie ihr seht, und den habe ich auch ein bisschen schon runtergestellt, damit er nicht zu knochen wird, also zu trocken wird. Und immer versuchen, immer so platt zu drücken, damit die nicht so aneinander kleben. Ja, der ist schon fast fertig. Hier ist auch schon am Kochen. Da können wir jetzt unsere Tortellini. Die schreiben zwar 2-3 Minuten, aber das halte ich für ein Gerücht. So sehen die aus. Ja, frisch, die sind auch im Kühlschrank drin. So. Bisschen so auseinanderrupfen, nicht dass sie zusammenkleben. Ja, für 1-2 Personen reicht das dicke. Ein so ein Teller. So, 2 bis 3 Minuten wird der ja gekocht. So, hier tun wir jetzt ein bisschen Öl rein. So. Ich hatte euch vorhin vergessen zu erwähnen, Salsa, ein bisschen Salsa kommt da rein, damit es ein bisschen rot wird. Ja? Weil wir haben ja die helle Soße, also die Joghurtsoße, und damit es schön rot wird, das Auge isst ja immer mit. Nicht viel, nur so einen halben Esslöffel reicht. Damit es eben halt Geschmack und für die Farbe. Und ihr wisst ja, das sage ich ja auch immer, Salsa erstmal richtig so schön in der Mitte so anbraten. Jetzt muss ich noch ein bisschen höher stellen. So. Der löst sich gleich schon auf.
So, dann haben wir Pfeffer, hatten wir gesagt. Halben. Kann ruhig ein bisschen auch scharf werden, aber ein ganzer Löffel wäre zu viel. Aber hier so einen halben Löffel. Dann Salz, auch einen halben Löffel erstmal. Weil wir haben ja schon ins Wasser reingetan. Dann haben wir hier rote Paprikaflocken. Die sind scharf übrigens. So, und ganz zum Schluss kommt gleich dann noch Maggi rein. Jetzt müsste das Öl hier schon richtig gleich ein bisschen rot werden, rötlicher werden. So, Öl noch. Öl sage ich schon. Ein bisschen Maggi. Jawohl. Sehr schön. Und hier auch schon richtig ruhig ausmachen, damit die nicht zu knusprig werden, das Fleisch. Ne, das soll ja oben, das kommt oben drüber auf die Joghurtsoße, damit das nicht zu knusprig wird. So, den lassen wir so. 2-3 Minuten sind dann noch nicht vorbei. Mal gucken. Ich glaube noch nicht, dass sie fertig sind. Warten wir mal. In der Zeit bereiten wir aber schon die Soße vor. So, es geht weiter. Den habe ich mal so ein bisschen schon runtergeholt hier von Kochfläche. Der ist schon am Kochen, den können wir jetzt auch schon kleiner stellen. Das geht ja ruckzuck. So, dann habe ich hier so 500 Gramm Naturjoghurt. Je mehr Joghurt, desto besser. Der war schon geöffnet. Ich hole aber noch ein bisschen. Aber normalerweise 500 Gramm reicht. Die war jetzt ein bisschen weniger. Deswegen tue ich hier von dem Joghurt auch noch mal so ein bisschen rein. Ja, das sieht doch schon mal richtig cremig aus. So, hier kommt jetzt so ein Esslöffel sage ich schon, Teelöffel getrocknete Pfefferminz rein. Wie eine Art Tzatziki. So. Mal gucken, wie weit sind denn unsere Tortellinis hier. Vielleicht können wir einen schon mal aufmachen oder gucken. Jetzt ist eben halt die Frage, ihr werdet jetzt sagen, ja, wann wissen wir denn, wenn die fertig sind? Da steht jetzt 2 bis 3 Minuten und die sind jetzt schon bestimmt 4 Minuten. Aber ihr könnt hier mit so, ja, die sind schon fertig. Ja, ich sehe schon. Die reichen schon. Die mache ich mal ganz aus hier. Ja, also maximal 5 Minuten, nicht länger wie 5 Minuten, Leute. Ja, die sind auch schon ein bisschen dicker geworden. Aber ihr merkt das auch, wenn die dann auseinandergehen, dann ist vorbei. Dann war es zu viel. So, jetzt die absieben. Habe hier schon den Sieben hier schon vorbereitet. So, den tun wir hier vorne hin. Genau, Platz machen wir hier. So, nachdem ihr das schön abgesiebt habt, kommen die Tortellinis einfach hier so rein. So, und dann wird das hier so schön vorsichtig, schön umgerührt. Wenn ihr später merken solltet, es fehlt Salz, könnt ihr dann nachher am Tisch selber Salz drauf tun. Ich nehme jetzt mal hier einen so einen, dann brauchen wir so einen großen Schöpflöffel. So, dann nehmen wir mal so ein paar Tortellinis hier rein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das Servieren könnt ihr machen natürlich wie ihr wollt. Aber ich wollte gern richtig mit Soße, mit viel. So schaut es dann aus. Seht ihr, reicht für 2 Leute.
So, den tun wir jetzt mal zur Seite. Mal gucken, ob man die Kamera überhaupt sieht. Ein bisschen zur Seite, so ist besser. So, und jetzt kommt natürlich hier unser Fleisch ins Spiel. Und der kommt dann hier oben so drüber. Ist das nicht toll, Leute? Schaut euch das mal an. So. Wenn jetzt so Öl übrig bleibt, ich habe nicht zu viel Öl genommen, dann kann man hier theoretisch an den Seiten auch noch mit Öl, aber das reicht schon. So, das ist für die Tochter, sonst habe ich gleich das ganze Fleisch. Und fertig ist unsere Tortellini. Ja, gehen wir am Tisch zusammen und dann probieren wir es mal. Herzlich willkommen am Tisch. So sieht's aus. Ich habe Salz direkt mitgebracht. Mal gucken. Direkt mit so einer Tortellini und ein bisschen Fleisch. Genau richtig. Aber Joghurt hatte ich mir schon gedacht. Demnächst ins Joghurt auch noch mal so ein bisschen Salz. Aber da ich Fleischsalz hatte und jetzt Fleisch viel habe, reicht das. Salz ist ja auch nicht zu gut. Das bindet ja Wasser. Man wird dann eben halt auch ein bisschen dick und so. Deswegen Salz am besten nicht so viel. Aber es ist uns gelungen und habt ihr gesehen, das dauert echt keine 10 Minuten, habt ihr das fertig. Wenn ihr gerade mal von der Arbeit kommt oder so, als Beilage, entweder Brot, ich esse sowieso kein Brot, ein Salat vielleicht noch dabei, so einen kleinen oder so. Und dann habt ihr schon wieder ein neues Rezept von Mehmet Oe gelernt. So, man sieht sich wieder in den anderen Videos oder auf den anderen Kanälen. So langsam hat sich das eingependelt. Aufrufzahlen gehen langsam höher. Dank euch natürlich. Wenn ihr Bekannte habt, die unseren Kanal hier noch nicht kennen und die auch gerne mal türkisch kochen wollen oder international mal kochen wollen, sagt denen Bescheid, dass sie mal hier den Kanal abonnieren sollen. Schickt den Link und dann können wir die auch hier mal begrüßen. Ansonsten bleibt weiterhin gesund. Bis nächste Woche, sage ich mal. Mal gucken, mir fällt bestimmt schon was ein, was ich euch wieder kochen kann. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Mehmet Oe. Ciao Leute. Ich esse jetzt weiter.